Guten Morgen aus Nara. Wir sind heute Pazifien besuchen. Die machen immer so, bevor die was zu essen bekommen. Selbst die ganzen Zeichen in der U-Bahn, noch in Osaka, sind voll mit den ganzen Tieren. Bevor wir jetzt aber zu den Tieren gehen, soll es noch einen Laden geben, wo die Mochis. Genau. Aber es soll heute ausgerechnet geschlossen sein. Ich hoffe mal nicht. Wir gehen trotzdem mal hin. Wir gehen da gerade einmal hin und schauen dann. Also laut Google hat er geschlossen. Der ist weltbekannt. Wir sind gespannt, ob es auch so stimmt. Er hat nicht auf, Google hat gelogen. Hier ist er und wir stellen uns an. Also ich stelle mich schon mal an und sie geht zu Venus gucken. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Das sind die Dinge. Also so sieht der Laden aus. So machen die hier. Ja, es war sehr, sehr lecker. Wir haben ihn probiert, er war gut. Ihr müsst euch vorstellen, das Krasse, warum er so gehypt ist, ist, dass er halt eine Show macht. 12:45 Uhr ist die nächste Show, also knapp mehr als eine Stunde. Aber die Leute stehen an, echt, die stehen an. 200 Yen pro Mochi, das läuft hier wie warme Semmel, also wirklich. Der macht richtig, richtig gut Kohle, freut mich. Wir werden jetzt noch was Wasser kaufen und Wasser kaufen. Nara Park endlich gehen. Ja, und Wasser kaufen. Starbucks gehen. Ja, Starbucks Und geht auch dann sind weiter. wir wieder hier. Standardgemäß sind wir in einem Starbucks, wie jeden Tag. Es lohnt sich einfach viel, viel mehr, weil du zahlst das gleiche wie in einem No-Name-Laden. Du bekommst richtig guten Matcha, guten White Chocolate Mocha, zahlst im Prinzip das gleiche. Also, es lohnt sich hier. Bei den berühmten Rentieren. Ich hoffe mal, dass es ein Rentier oder nicht, dass es in irgendeiner anderen Gattung ist. Es sind sehr, sehr viele hier. Ihr seht noch sehr, sehr viele Leute hier. Also ich glaube, es sind mehr Menschen als Rentiere hier. Auf jeden Fall stehe ich jetzt hier in der Schlange, um was zu essen zu kaufen. Also wir sind nochmal zurückgegangen zu diesem Mochi-Stand, weil hier diese Show war. War das nicht cool? Das war ja auch kurz und knapp. Du bist da, also du musst dich da vordrängeln. Also ab und zu macht er, ich glaube, machst du 2-3 Mal oder sowas. Aber die Show ist cool. So, wir gehen jetzt wieder zurück zu den Rentieren. Versuchen die zu füttern. Ich hoffe, wir finden eine Station, wo man was kaufen kann. Eben gerade, wo wir anstanden, was ausverkauft. Da hinten bei dem Shop ist ausverkauft, hier bei der Dame ist ausverkauft. Egal wo, wir haben Pech gehabt, wir sind zu spät. Dann werden wir den hier nicht haben. Also wir haben jetzt ein bisschen getrickst. Wir haben uns erst ein Eis geholt, dann eine zweite Waffel. Und er sagte so, das ist das gleiche, was die im Prinzip haben. Wir probieren es aus. Wir müssen halt so klein machen, damit das nicht auffällt. Mission erfüllt, wir blenden euch ein paar Sachen ein, wie wir die gefüttert haben. Zum Glück waren die Waffeln ungesüßt, deswegen sonst hätten wir die nicht gegeben. Aber er sagte auch, das ist im Prinzip das gleiche, was hier verfüttert wird. Wir schlendern jetzt noch ein bisschen durch Nara. Wir werden aber gleich zurückfahren, zurück nach Osaka und dort die Stadt ein bisschen erkunden. Wonach wir heute Ausschau halten werden, ist noch, ich weiß nicht ob hier oder in Osaka, nach einem richtig guten Sushi-Laden. Denn wir sind in Japan und wir haben noch nicht einmal Sushi gegessen. Egal, wir suchen auf jeden Fall einen richtig coolen Laden. Vielleicht finden wir hier was oder wir finden tatsächlich einen guten Spot für
Kobe-Fleisch. Denn Kobe-Fleisch ist hier auch weltbekannt. Also eigentlich in der Kobe-Region. Aber es wird hier auch überall verkauft. Vielleicht finden wir ja tatsächlich einen guten Spot, wo sich auch die Einheimischen anstellen. Sowas wie hier zum Beispiel, wobei das eher Touristen sind, aber genau sowas wie wir gestern gefunden haben. Da essen die ganzen Einheimischen, die wirklich richtig gutes Essen bekommen. Wir haben jetzt einen Sushi-Laden gefunden in Osaka. Einfach machen, einfach probieren. Wir haben gegoogelt, aber wir fanden den besser. Also vom ersten Eindruck her, jetzt gehen wir mal rein. Oha. Es riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und es sieht sehr gut aus. Ich gucke hier gerade links und rechts, was sie hier zu essen haben. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Sushi ist komplett anders als bei uns. Komplett. Alles nicht so. Hier gibt es natürlich auch keine Soßen wie bei uns, dass natürlich alles überladen ist. Ja. Und vor allem fast ausschließlich diese Nigiris. Ne? Also man sieht das auch auf den Nachbarn. Ihr seht auch so die Preise hier. Also das sind zum Beispiel jetzt gerade mal 2 Euro. Das hier zum Beispiel sind gerade mal 80 Cent, 90 Cent, glaube ich. Das hier. Was gibt es denn so eine Karten auch noch? Das hier. Das. Zum Glück gibt es eine Google-Übersetzung. So, das übersetzen wir uns jetzt mal. So, wir haben jetzt einiges zusammengestellt. Wir sind gespannt, wie das schmeckt. Haben wir uns auch ein Bier und was hast du bestellt? So, und das Bier ist schon da. Ich warte, bis dein Lemon kommt. So, wir haben das erste Sushi bekommen. Das ging richtig schnell. Natürlich macht man den Wasabi hier rein. Und mischt das so ein bisschen. Sehr, sehr gut. Also der Thunfisch, Hammer. Und das ist noch so ganz leicht warm. Also geht weiter. Also hier ist dieser Laden. War ultra lecker. Frisch. Ein Geschmackserlebnis. Also wirklich, war wirklich sehr, 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 sehr gut. Einfach spontan reingegangen. Ihr achtet immer darauf, wenn hier immer solche Schlangen sind. Dann sowas hier oder sowas. Dann ist das ein Zeichen, dass die Leute hier sehr, sehr gerne essen. Vor allem auch die Locals. Wir haben jetzt 4.400 Yen gezahlt. 24 Euro haben wir jetzt bezahlt für eigentlich relativ viel Sushi. Wenn ihr in Japan seid, dann sind diese Automaten hinter uns gefühlt an jeder Straßenecke. Und ein Muss. Und ein Muss. Und ja, wir wurden Opfer. Aber wir waren erfolgreich, denn wir haben jemanden mit... Wir haben Super Mario gecatcht. Das war ein bisschen schwierig, aber wir haben ihn tatsächlich gecatcht. Und mit 1, 2 Tricks haben wir es hinbekommen. Und jetzt die Frage ist, wo kommt er jetzt im Koffer rein? Das wird ein Problem sein. So, wir waren noch auf unserem letzten Stop noch in der Shinsekai-Straße, beziehungsweise seht hinter mir diesen Turm, ja, ein District, genau. Und hier diese bekannte Straße vorne und dann rechts waren wir auch noch local essen, haben da jetzt die Kamera in der Tasche stecken lassen. Fahren jetzt zurück zum Hotel. Morgen geht es nämlich zu den Universal Studios. Wir müssen jetzt die Kameras laden und SD-Karten austauschen und uns auch aufladen, damit wir morgen fit sind. Deswegen Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.